welche roten Linien sollte es denn für die Ukraine bei Verhandlungen geben? Weil man muss ja, immer in Bewusstsein rufen, man kämpft gegen den Feind, der scheinbar beharrlos vorgeht, den Menschenleben nicht zu interessieren scheinen, wie Kutscher. Und wenn man jetzt versucht, mit denen irgendwelche Verhandlungen einzutreten über Frieden, welche roten Linien Ihrer Meinung nach sollte man damit überschreiten? Wenn Sie mich fragen, Frieden, dann, ich glaube, ich bin tief überzeugt, dann Frieden passiert nur, wenn Putin, es wird nicht möglich für Putin, Krieg zu weiter, militärisch und finanziell. Das sehe ich die einzige Möglichkeit für zukünftige Friedensverhandlungen. Und weil Putin und seine Lieder stehen nur Worte, Machtworte. Und wenn die fühlen, dass sie können weiter Krieg ziehen, machen die das. Und alle Verhandlungen sind eine Täuschung und ein Tanzen, ein Theater. Das war's. Dankeschön, vielen Dank. Вопрос я переведу раз, война – это тоже 4 года. И, конечно, мы хотели бы тоже поговорить о том, что нужно сделать для того, чтобы война как можно скорее закончилась. Первое, что приходит в голову, в первую очередь европейцам, это, конечно, вопрос дипломатии, способ дипломатии. Мы видим на данный момент, что происходит, что были разные попытки переговоров, были переговоры Российской Федерации с Соединенными Штатами, Украины, Соединенные Штаты. И мы видим, что требования обеих сторон, они очень расходятся в разные стороны. Как вы на это смотрите? Есть ли, с вашей точки зрения, какие-то красные линии, которые и для Украины очень важно тоже не переходить в эти переговоры? Во-первых, я не должен сказать про Украину, у нас есть кого спросить про Украину. Что касается вообще дипломатии, то база для дипломатии – это сила. Если у вас нет силы, вы не сможете отстоять ни какую точку зрения, ни какую свою позицию. Грустная реальность состоит в том, что ни Россия, ни Украина не чувствуют, не видят сейчас возможности для переговоров. Грубо говоря, война для каждой из сторон дешевле мира. Вот и все, что можно сказать. Я считаю, что моя задача всемирно увеличивать силу Украины. Тогда будет шанс о чем-то договориться более приемлемым для Украины. И может возникнуть базу для переговоров. Спасибо. Also, was die ukrainische rote Linien angeht, wir haben heute auch Gäste, die online sind, am besten aus der Ukraine, die zu befragen sind, die können die Frage besser beantworten. Was so eine gute Basis für Diplomatie ist seitens Russland, das ist ja auch die Stärke, also man keine Stärke, also keine Macht ja auch hat, es ist auch schwierig, diplomatische Ansichten der anderen zu akzeptieren. Eine sehr traurige Realität besteht auch darin, dass sowohl die Ukraine als auch Russland heutzutage auch keine Möglichkeiten für Friedensverhandlungen auch sehen. Aus einem einfachen Grund, weil für beide Länder der Krieg zurzeit billiger, günstiger ist als der Frieden. Und seine Aufgabe, also die Aufgabe von Herrn Siemens, er sieht seine Aufgabe darin, Ukraine so stark wie möglich zu machen, sie auch zu stärken, dass der Sieg ja auch möglich ist, dass sie auch in diesem Krieg ja auch gewinnen kann. Пожалуй, самая важная вещь для переговоров с путинской Россией, повторю еще раз, это сила. Путин по своему менталитету это бандит, преступник, бандит прежде всего. И любое проявление слабости
многократно усиливают его позицию, его самого. Поэтому ничего, кроме силы, которая может довести Европу и Украину, не поможет продвижению мира. Спасибо большое. Herr Selin betont noch einmal, dass eine ganz wichtige Sache für eine ganz wichtige Basis für Friedensverhandlungen ist, Russland gegenüber mit Macht und Kraft zu stehen, also mit ganz viel Stärke. Und Putin ist ja auch ein Krimineller, Putin ist auch ein Verbrecher und er handelt auch mit seiner verbrecherischen Moral und denkt auch in diesen Kategorien. Und jedes Anzeichen von Schwäche ist für ihn ein Zeichen auf jeden Fall einer Kraft und ein Zeichen dessen, dass man auch nicht aufhören soll. Also deswegen die wichtigste Sache für Friedensverhandlungen ist die Stärke.